Liebe Häkelfreunde, willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich diese zwei entzückenden Mädchenkleider für euch gemacht. Einmal für 2 bis 3 Jahre und einmal von 4 bis 5 Jahren. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nacharbeiten. Für das Kleidchen in Größe für 2 bis 3 Jahre habe ich ein paar Restchen verwertet. Und zwar habe ich hier oben die Big Mama Print von Gründel, da hatte ich noch einen Rest. Und hier unten habe ich genommen die Lisa Premium Uni, auch von Gründel. Und hier für die Abschlussreihe ebenfalls die Lisa Premium Uni von Gründel. Das ganze Kleid wiegt in etwa 150 Gramm. Und hinten sieht das Ganze so aus. Hier habe ich bei dem kleineren Kleidchen nur 2 Knöpfe angenäht. Und das größere Kleidchen, das machen wir gemeinsam. Und die Angaben für das kleinere Kleidchen schreibe ich euch immer unten hin. Und dann können wir loslegen. Für dieses Kleid nehme ich die Babycolor von Gründel. Da hat so ein 50 Gramm Knäuel, 150 Meter Lauflänge. Sie ist bei 30 Grad waschbar und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 4. Und ich starte mit einer Anfangsschlinge und häkle jetzt locker 62 Luftmaschen. Und wenn ihr 62 Luftmaschen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 62 Luftmaschen gehäkelt, hole mir einen Umschlag und steche in die 4. Luftmasche von der Nadel aus gesehen ein. Und jetzt haben wir bereits 2 Stäbchen gehäkelt und ich häkle weitere 6. 2, 4, 5, 6, 7, 8, sodass wir jetzt 8 Stäbchen haben. 2, 4, 6, 8. In das nächste Stäbchen kommen 3 Stäbchen hinein. Also alle in eine Masche. 1, 2, 3. Jetzt folgen 12 Stäbchen nebeneinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In die nächste Luftmasche folgen wieder 3 Stäbchen in eine Masche. 1, 2, 3.
Jetzt folgen 16 Stäbchen nebeneinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jetzt folgen wieder 3 in eine Masche, 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Jetzt folgen 12 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt wieder 3 in eine Masche. 1, 2, 3. Und jetzt brauchen wir noch 8 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben 4-mal zugenommen. Einmal, zweimal, dreimal, 4-mal. Und diese 12 Maschen hier, also hier ist vorne, dann die Ärmelchen und hinten. Wir haben hier 16 Maschen, hier jeweils 12 und hinten, wenn man die beiden Achter zusammenzählt, haben wir wieder 16 Maschen. Und wir wenden jetzt, beginnen mit 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und häkeln lauter Stäbchen, bis wir zu diesem Dreiergrüppchen kommen. Hier ist das Dreiergrüppchen und in das mittlere Stäbchen häkeln wir wieder 3 Stäbchen in eine Masche. Und wir häkeln wieder bis zum nächsten Dreiergrüppchen.
Hier ist das Dreiergrüppchen und immer in das mittlere Stäbchen 3 in eine Masche. Und wieder lautes Stäbchen. Bis wir wieder zum nächsten Dreiergrüppchen kommen. Und wir machen wieder unsere Zunahme in das mittlere Stäbchen. Und wir häkeln wieder bis zum nächsten Dreiergrüppchen. Und auch hier machen wir wieder eine Zunahme mit 3 in eine Masche. Und die restlichen Stäbchen häkeln wir ab. Ganz wichtig, ich zeige euch gleich am Schluss. Ganz wichtig, das letzte Stäbchen kommt in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorrunde. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wir haben jetzt überall zugenommen. Hier haben wir jetzt 9 Stäbchen. Hier müssten es 14 sein. Hier 18, wieder 14 und wieder 9. Aber wie gesagt, zählen braucht ihr nicht. Ihr müsst nur gut aufpassen, dass ihr immer das Dreiergrüppchen erwischt und da immer ins mittlere Stäbchen 3 in eine Masche häkeln. Und das machen wir jetzt, bis wir insgesamt 11 Reihen haben. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis bald! Willkommen zurück. Ich habe jetzt 11 Reihen so weitergehäkelt und habe jetzt ungefähr 13 cm Passe. Und jetzt, also ich habe das so hingelegt, dass die rechte Seite außen ist. Bei einer ungeraden Zahl ist das sowieso der Fall, also bei einer ungeraden Reihenanzahl sind wir auf der rechten Seite und wir schließen mit einer Kettmasche zur Runde. Häkeln 3 Luftmaschen, die zählen wieder als ein Stäbchen und häkeln jetzt lauter Stäbchen, bis wir wieder zum Dreiergrüppchen kommen. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ich bin beim Dreiergrüppchen angekommen und häkle bis zum mittleren Stäbchen. Da häkle ich auch noch ein Stäbchen hinein. Und das sind bei mir genau 20 Stäbchen. Dieses Stück hier bildet den Ärmel.
Den lassen wir jetzt einfach aus. Wir klappen den Ärmel zusammen bis zum nächsten Dreiergrüppchen und da häkeln wir wieder ins mittlere Stäbchen ein Stäbchen hinein und häkeln wieder weiter bis zum nächsten Dreiergrüppchen. Den Ärmel haben wir einfach unbehäkelt gelassen. Und wir häkeln wieder bis zum nächsten Dreiergrüppchen und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ich habe jetzt bis zum nächsten Dreiergrüppchen gehäkelt, ebenfalls in die Mitte hinein. Also hier ins mittlere noch ein Stäbchen. Das sind ganz genau 40 Stäbchen. Und jetzt machen wir dasselbe noch einmal. Dieses Stück bildet den Ärmel, den überspringen wir. Wir klappen ihn einfach zusammen bis zum nächsten Dreiergrüppchen und hier häkeln wir das nächste Stäbchen hinein und häkeln die Runde zu Ende. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt wieder 20 Stäbchen weiter gehäkelt und bin am runden Ende angekommen und schließe mit einer Kettmasche wieder zur Runde. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Also hier haben wir den rückwärtigen Schlitz. Wir drehen das Ganze einmal um. Hier sind die Ärmelchen und hier kommt nun der Rockteil an die Passe dran. Und dazu häkeln wir 3 Luftmaschen und in dasselbe Stäbchen noch ein zweites Stäbchen. Und jetzt häkle ich in jedes Stäbchen 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Das bedeutet, ich steche in das nächste Stäbchen ein, hole den Faden durch, masche 2 Fäden ab, hole einen Umschlag, steche in dasselbe Stäbchen ein, hole den Faden durch, masche 2 Fäden ab und masche alle gemeinsam ab. Ein Umschlag, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, ein Umschlag in die gleiche Masche, ein zweites Stäbchen, nicht ganz abmaschen, also nur 2 Fäden abmaschen und dann die 3 verbleibenden Schlaufen abmaschen. Also in jedes Stäbchen, das jetzt kommt, kommt so ein Zweiergrüppchen hinein. Bis wir wieder ganz herum gekommen sind. Also bis wir wieder hier ankommen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und es haben sich 80 solche Zweiergrüppchen ergeben, also pro Masche ein Zweiergrüppchen. Und ich schließe jetzt die Runde nicht in die dritte Luftmasche, sondern hier oben in diesen größeren Maschenkopf. Und das müsst ihr dann immer so machen. Hier schließen wir, beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und gleich in die erste Masche ein Stäbchen. Das ist unser erstes Zweiergrüppchen. Und jetzt häkeln wir in jede dieser großen Maschen hier wieder jeweils ein Zweiergrüppchen. Immer 2 zusammen abgemaschte Stäbchen.
in jede dieser großen Maschen. Das sieht dann so aus. Und am Ende der Runde sehen wir uns nochmal wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen und nicht vergessen, wir schließen hier in diese obere Masche. Beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und gleich in die erste Masche ein Stäbchen und dann geht es jetzt immer gleich weiter, in jede Masche wieder 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Und das Ganze mache ich, bis ich ungefähr eine Rocklänge von 30 cm habe. Das Ganze sieht im Moment so aus. Und wie gesagt, wenn ihr ungefähr 30 cm Rocklänge habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 22 solche Musterreihen gehäkelt. Das sind bei mir ungefähr 30 cm. Und damit habe ich meine gewünschte Länge erreicht. Ich häkle ganz zum Schluss noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt drehen wir uns das Ganze herum und häkeln noch eine Reihe feste Maschen um den Schlitz herum. Dazu schlinge ich möglichst weit am Rand, schlinge ich an. Steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch und häkle zunächst eine Luftmasche und häkle dann 2 feste Maschen um dieses Stäbchen herum, springe zum nächsten Stäbchen und häkle wieder 2 feste Maschen. Das Ganze sieht dann so aus und das mache ich jetzt, bis ich hier angekommen bin, und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt diese rechte Kante mit festen Maschen behäkelt. Ich mache hier über diesen 3 Luftmaschen eine Kettmasche und springe dann auf die linke Seite hinüber und häkle auch hier in jedes Stäbchen 2 feste Maschen. Das Ganze sieht dann so aus und häkle hoch bis zum Rand. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich häkle jetzt in die letzte Lücke. Hier häkle ich 3 feste Maschen, damit wir ganz zum Rand hin kommen. Häkle dann noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und ihr könnt diese beiden Fäden miteinander verknoten. Dann ist auch diese Lücke hier geschlossen und diese beiden Fäden müssen natürlich noch vernäht werden. Und das Ganze sieht jetzt so aus.
Und jetzt nähe ich 3 Knöpfe noch an. Die haben ungefähr 1,5 cm Durchmesser und die Knopflöcher sind ja schon da. Wir haben hier diese ganzen Lücken zur Auswahl. Also ich nähe die Knöpfe hier auf das linke Teil in regelmäßigen Abständen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Knöpfe jetzt angenäht und sie sind sogar ein bisschen größer. Also sie sind beinahe 2 cm groß. Das Ganze sieht von hinten so aus und von vorne sieht es so aus. Und ich habe alle Fäden vernäht. Und jetzt werde ich das Kleidchen noch waschen bei 30 Grad in der Waschmaschine im Wollwaschgang mit einem Feinwaschmittel und dann ist unser Kleidchen fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Spaß beim Nacharbeiten und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.